Wusstet ihr, dass ihr eure Pasta präbiotischer und gesünder für eure Darmflora mit mehr Aromen herstellen könnt? Also, das erste Rezept, was ich euch zeige, da verwende ich Dinkelvollkornmehl und einen Sauerteig. Lievito Madre würde auch gehen, da müsst ihr noch ein bisschen mehr Wasser hinzufügen. Ich habe jetzt hier meinen ganz normalen Sauerteig. Von vielen Auffrischungen habe ich da noch ein bisschen übrig, den gebe ich jetzt hinzu. Der kann aktiv sein, es kann aber auch ein sogenannter Discard sein, also so Reste, die ihr da habt, wo nicht mehr so viel Triebkraft ist. Und dann gebe ich noch 2 Eier in den Teig. Das genaue Rezept schreibe ich wie immer zum Schluss einmal für euch hin. Dann könnt ihr euch einen Screenshot machen. Alternativ findet ihr das auch in der Beschreibung und ich schreibe euch auch zu diesem ersten Rezept die vegane Variante mit dabei. Falls ihr vielleicht auch keine Eier habt oder mögt, vertragt, wie auch immer, könnt ihr das dann einfach verwenden. Und wie schon bei meinem bisherigen Pasta-Rezept, ich verlinke euch die Playlist hierzu auch nochmal zum Schluss, gehe ich jetzt einfach hier mit der Teigkarte und vermische das schon mal so ein bisschen grob. Alternativ könnt ihr das selbstverständlich auch in der Küchenmaschine einmal mixen. Ich gebe das jetzt erstmal hier von Hand. Super einfach unkompliziert und beim Vollkornmehl könnt ihr natürlich jedes Vollkornmehl verwenden, was ihr gerade haben möchtet. Wenn ihr es selber malt, kann es sein, dass ihr vielleicht noch ein bisschen mehr Flüssigkeit benötigt. Ich hatte jetzt gekauftes Dinkel-Vollkornmehl und das war bei mir perfekt. Größe der Eier war M. Das sind umgerechnet circa 50 Milliliter Wasser für diejenigen, die kein Ei nehmen. Also das passt richtig gut. Es kann aber auch sein, dass ihr einfach ein bisschen mehr oder weniger Flüssigkeit benötigt. Das Ganze knetet ihr hier zu einem richtig schön homogenen Teig und das war's schon. Der darf jetzt ein bisschen ruhen, wie gewöhnlicher Pastateig auch. Und der ist halt so viel gesünder, weil im Sauerteig so viele gute Fermentationsstoffe sind, Mikroorganismen, wilde Hefen, also unheimlich viele Präbiotika und Ballaststoffe, auch noch mal durch das Mehl, die für eine gesunde Darmflora wichtig ist. Machen wir schon mal direkt das zweite Rezept. Diesmal habe ich nur Semula verwendet. Gib hier Hefewasser zu. Das ist meine selbst hergestellte Hefe. Super einfach und auch wahnsinnig gesund mit ihren B-Vitaminen und auch sehr gut für die Darmflora. Falls ihr da mal ein Thema habt, morgens einfach auf nüchternem Magen so ein Schnapsglas mal eine Zeit lang trinken, ist unheimlich hilfreich. Und auch viele, die Gebäck nicht mehr so gut vertragen, probiert das aus. Entweder mit Sauerteig oder mit Hefewasser. Ihr werdet wirklich einen Unterschied feststellen. Den Rest fülle ich mit Wasser auf. Wer zum Beispiel viel Hefewasser hat und gar nicht so viel backt, der kann dann auch komplett das Wasser mit Hefewasser ersetzen. So, und das vermische ich hier in dem Fall zuerst mit einer Gabel und erst später dann mit der Teigkarte. Hattet ihr ja auch gesehen in meinem Pasta-Video. Und ich bin wirklich gefragt worden, Emma, was soll das denn jetzt mit Sauerteig und Hefewasser? Aber wirklich, probiert das aus. Super lecker, so gesund. Ihr tut euch einfach was Gutes und Abwechslung ist wichtig. Also ihr könnt ja mal das Standard-Pasta-Rezept mal dadurch ersetzen. Wirklich lecker. So, und spätestens hier habe ich festgestellt, dass ich nicht die 400 Gramm Semula wie unten und zum Schluss im Rezept beschrieben verwendet habe, sondern ich habe 500 Gramm genommen und habe mich gewundert, Mensch, der ist heute irgendwie so trocken. Ich habe dann einfach noch mal ein bisschen Flüssigkeit mit hinzugegeben und von der Farbgebung ist natürlich der Teig jetzt mit Semula das, was wir am meisten kennen bei Pasta, eine helle Pasta. Aber ich finde, der Vollkornteig ist so eine tolle Alternative. Muss euch da aber nachher noch mal eben was dazu sagen bei der Verwendung, wenn ihr das dann durch eure Nudelmaschine durchlasst. So, nachdem ich dann das fehlende Wasser ein bisschen mit aufgefüllt habe, ist der Teig so in Ordnung. Der darf jetzt erst einmal noch mal ruhen und wird dann auch ein bisschen geschmeidiger. Entweder luftdick verschlossen in Frischhaltefolie, die gibt es ja bei uns zu Hause nicht mehr, deswegen nehme ich einfach meine Abdeckhaube.
So, und dann präpariere ich hier schon mal mein Pasta-Gerät. Ich nutze das ja von der KitchenAid, dieses 5-teilige Pasta-Set von Rammershofen. Equipment ist natürlich wie immer auch unten in der Beschreibung verlinkt. Und alternativ geht es natürlich auch mit dem Handgerät. Ich hatte ja schon mal in meinem ursprünglichen Video erklärt, dass ich damit nicht so gut klargekommen bin und das wirklich viel praktischer finde. Ich habe jetzt das eine Stück mir abgemacht. Ihr könnt es jetzt mit Vollkornmehl auch bestreuen. Ich habe da einfach mein Glas mit Semula und habe da so im Tran einfach direkt dazugegriffen und gar nicht drüber nachgedacht, Mensch, ich mache heute Vollkornpasta. Aber das ist auch überhaupt nicht schlimm. Am Anfang drücke ich das runter. Wie gesagt, das andere wieder luftdicht verschließen, die Reste, die ihr habt, und dann bei der KitchenAid auf Stufe 2 den Teig auskneten. Wichtig ist, also Stufe 2 von der Geschwindigkeit, hier dort, wo man die Lasagneblätter macht, also die Teigplatten, immer zuerst mit Stufe 1 anfangen und dann langsam hochschrauben. So, und ihr könnt es sehen. Also jetzt der erste Blick. Sieht doch schon mal sehr gut aus. Bei den ersten Malen drittel ich das immer noch mal und lasse es noch mal so 2, dreimal durch und immer dann noch mal vorher um 90 Grad drehen. Und auch hier könnt ihr es erkennen. Also dafür, dass es kein Semula ist, ist das eine richtig schöne Teigplatte geworden. Und die werde ich jetzt immer dünner gestalten. Und jetzt ist es einfach so, wenn ihr die ganz dünn ausrichtet, also ich mag meine Pasta, wenn ich Spaghetti oder so mache oder auch meine Lasagneplatten, gerne auf Stufe 8. Das würde ich bei der Vollkorn-Sauerteig-Variante nicht empfehlen. Also bei 6, 7 war so die Grenze, dann fängt nämlich sonst der Teig an zu reißen. Wenn ihr sie dann aber in eurer Stärke habt, wie ihr sie haben möchtet, dann habe ich jetzt hier meinen Spaghetti-Aufsatz eben dran gemacht und schon kann das Ganze durchgegeben werden. Und schaut mal, wie schön das Ganze durchgeht. Zack, leckere Vollkornspaghetti, einfach traumhaft lecker. Eins unserer Kinder war irritiert und sagte: Mensch, sind die mit Tomatensoße gemacht? Dann sagte ich: Ja, die sind total lecker mit Tomatensoße. Wird gegessen und geliebt. So, und schon können wir zum hellen Teig übergehen. Auch hier habe ich wieder Semula genommen. Ihr seht die Vollkornvariante hier im Hintergrund. Und es ist kein Hexenwerk, Pasta selber zu machen. Und natürlich ist es einfacher, die zu kaufen. Aber zum einen wisst ihr nicht, was drin ist. Und B, könnt ihr nirgendwo welche mit Sauerteig und Hefewasser kaufen. Das ist einfach so. Und wenn ihr euch was Gutes tun wollt, dann ist das wirklich eine schöne Alternative. So, und die mit dem Hefewasser, guckt euch das gleich mal an, wie die Teigplatte ist. Ich lasse sie hier nochmal durch. Da habe ich sie nur zweimal gefaltet. Meist mache ich das dreimal. Aber Semolamehl verhält sich natürlich auch nochmal anders als Dinkelmehl. Falls ihr die Semula-Variante auch nochmal mit Sauerteig sehen wollt, schreibt es mir gerne nochmal in die Kommentare und dann kann ich auch gerne nochmal die Vollkorn-Variante mit Hefewasser zeigen. Ich wollte das Video jetzt nicht überfrachten mit jeder einzelnen Variante. Ich wollte euch einfach nur einen kleinen Anreiz geben, einfach mal etwas Neues, Köstliches auszuprobieren. Und das Schöne an der selbstgemachten Pasta ist, ihr könnt sie auch wunderbar verschenken. Ihr könnt sie haltbar machen, dafür genügend Mehl einfach dazugeben und dann trocknen lassen. Entweder auf den Pastatrockner, meiner war jetzt eingepackt noch, weil wir die dann direkt gefuttert haben. Oder ihr könnt es sonst alternativ, auch wenn ihr zum Beispiel Lasagneplatten macht, so ein bisschen auslegen, wenn ihr den Platz dazu habt. Da kann ich euch auch nochmal empfehlen, solche Sachen in mehreren Etagen funktionieren super im Backofen, dann über Nacht richtig schön und ihr wisst wirklich, was drin ist. Guckt mal, sieht das nicht schön aus? Und auch hier werden einmal die Spaghetti gemacht. Da hatte ich die Teigplatte ein bisschen länger gelassen und der Teig war auch robuster. Wie gesagt, kann auch an dem Sauerteig liegen. In diesen Videos sehen wir uns wieder und ich freue mich schon sehr auf euch und sende euch ganz liebe und herzliche Grüße. Eure Emma.